Hallo liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich in der Ausstellung The Cool and the Cold. Ja, wir stehen in der Eingangssituation und was wir hier gemacht haben, ist schon mal ganz konfrontativ die Kunst der UdSSR und der USA einmal aufeinander prallen zu lassen. Wir sagen immer ganz bewusst wie zwei Sportmannschaften. Ich glaube, man sieht es schon ganz gut, wo was hängt. Links haben wir so typische amerikanische Werke in ihrer ganzen Knalligkeit und rechts die UdSSR. Und wir konnten es uns nicht verkneifen, hier direkt mit Lenin und Elvis Presley von Andy Warhol einmal den Auftakt zu machen. Die Idee, die sozusagen im Westen nach wie vor sehr stark verankert ist, dass die Kunst des Westens nach 1945 eine freie Kunst ist. Und die Kunst des Ostens sozusagen eine politisch bestimmte Kunst, weil unter Stalin die Doktrin des sozialistischen Realismus eingeführt wurde. Und wir fangen deswegen an, eben einen Prolog davor zu setzen und die Kunst der 50er und frühen 60er Jahre auch zu zeigen, um eben darzustellen, dass auch die Kunst in den USA politisch sehr stark befördert wurde, ein politisches Instrument war und eben die abstrakte Kunst dieser Zeit nicht frei ist von politischen Ansprüchen, von Repräsentationsansprüchen und gleichzeitig im Osten es auch Künstler gibt, die sich frei machen von den politischen Repräsentationsansprüchen, die also nicht sozialistisch-realistisch malen, sondern ungegenständlich. Was vielleicht überrascht ist, dass man diese gesamte Geschichte, die wir ja von den frühen 50ern oder Mitte der 50er bis in die 90er erzählen, anhand von einer Sammlung erzählen kann. Und das ist die Sammlung Ludwig. Peter und Irene Ludwig war ein Sammlerehepaar aus Aachen, die Ende der 60er angefangen haben, eigentlich vor allem damals moderne Kunst zu kaufen. Berühmt geworden sind sie, glaube ich, mit ihrer Pop-Art-Sammlung, die bis heute die größte außerhalb der USA ist. Und sie haben aber eben parallel auch die Sowjetkunst gesammelt, ab Ende der 70er Jahre. Eine Kunst, die natürlich durch den Eisernen Vorhang nicht so sehr zugänglich war. Also es gab große diplomatische Bemühungen, um überhaupt in die Sowjetunion zu kommen, um dort Kunst zu kaufen. Und die Informationswege, das sollte man sich immer wieder mal vergegenwärtigen, waren eben ganz andere als heute. Es gab kein Internet zwischen 1960 und 1990. Man war angewiesen auf persönliche Kontakte, Briefe vielleicht, die ausgetauscht wurden. Und da kommt auch wieder sozusagen die Politik mit ins Spiel, die eben erkannt hat, dass Kunst auch ein Mittel ist, die Idee einer freien Welt oder einer sozialistischen Welt, die Idee einer Marktwirtschaft oder einer Planwirtschaft eben zu erzählen. Ich glaube, wir haben uns auch daran gewöhnt, die USA zu der Zeit eher als eine Art Taktgeber der Kunstentwicklung zu sehen. Und das ist eine Sichtweise, die dann natürlich nicht mehr funktioniert, wenn wir mit der Sowjetunion ein Gebiet haben, das diesen Rhythmus sozusagen nicht mit aufnimmt. Und wir haben deswegen bewusst eine ganz streng chronologische Hängung gemacht, also eine, die nicht nach Ismen, nach Pop-Art und eben diesen amerikanischen Kategorien funktioniert, sondern einfach parallel zeigt, was passiert. Und was passiert ist dann, dass wir im Prinzip zwei Parallelen der Avantgarde-Kunst haben, die sich entwickeln und die sich immer wieder auch treffen, wo man merkt, es gibt Berührpunkte, es gibt ähnliche Interessen, es gibt ähnliche motivische Vorlieben, die dann sich aber auch wieder voneinander wegbewegt, wo eben die Differenzen wieder größer werden. Und das ist so eine Bewegung, die wir durch die ganze Ausstellung wunderbar zeigen können. Ja, wir stehen hier in dem ersten Raum der Ausstellung, dem sogenannten Prolog, der Vorrede. Und zwei Werke haben mich ganz besonders begeistert im Zusammenhang mit dem Ausstellungsmachen. Das ist einmal Jasper Johns Two Flags, eine Arbeit, die man hier hinter mir sieht, von 1959. Und auf der anderen Seite von Wladimir Jankilewski eine fünfteilige Arbeit, die nennt sich Atomstation. Und beide Arbeiten sind sehr, sehr ungewöhnlich. Wladimir Jankilewski zeigt ein Thema, was zu diesem Zeitpunkt in beiden Machtblöcken extrem kontrovers diskutiert wird. 1945 passiert der weltweit erste Abwurf von 2 Atombomben, um den Zweiten Weltkrieg endgültig zu beenden. Das ist zumindest die Aussage der Amerikaner. Und zu diesem Zeitpunkt wird die Weltgemeinschaft, die Weltgesellschaft sich bewusst, dass sie dazu in der Lage ist, sich mehrfach selbst in die Luft zu jagen. Und Wladimir Jankilewski zeigt in seiner Arbeit die Doppelbödigkeit im Grunde genommen
dieses Themas Atom, Atomenergie, auch die politische Funktion, die dieses Thema hat. Und er tut das aber auf eine ganz eigenartige und eben ungegenständliche Art und Weise. Warum betone ich das so? Schon seit den 30er Jahren sagt Stalin, der damalige Machthaber, es muss sozialistisch-realistisch gemalt werden. Und seit diesem Zeitpunkt sind die Künstlerinnen und Künstler in einem Korsett und können eigentlich offiziell nur eine bestimmte Art und Weise von Kunst machen und nur inoffiziell ein anderes Werk entwickeln. Und das macht aus diesen Werken unglaublich kraftvolle Arbeit, die man eben ohne mit der Wimper zu zucken neben so einen Superstar wie Jasper Johns hängen kann. Und die Ausstellung ermöglicht es, seine Arbeit zu entdecken. Und wenn man auf der anderen Seite nochmal zu Jasper Johns guckt, das ist auf der Wand das graue Bild, dann kann man, wenn man ganz genau hinschaut, eben sehen, dass er zwei amerikanische Flaggen malt, die übereinander liegen. Jasper Johns ist einer der Künstler, die von der Idee der abstrakten Kunst in den 50er Jahren sich schon wieder verabschieden. Der fängt sich an, mit den Gegenständen des Alltags, aber auch der Politik auseinanderzusetzen. Und einer der wichtigsten Gegenstände der Politik ist natürlich die jeweilige Fahne einer Nation. Und ganz besonders in den USA, wo die Fahne einfach für das Land steht, für die Nation steht. Das heißt, das ist ein Symbol, was nicht einfach nur eine Oberfläche charakterisiert, sondern ganz tief in die DNA, würde man heute sagen, einer Nation hineingreift. Und Jasper Johns greift die amerikanische Flagge auf und malt sie. Und er malt sie eben in vielfältigster Art und Weise und in diesem Fall eben in Grau. Das beinhaltet eine Distanzierung von diesem ursprünglichen Motiv der Fahne. Dieses Umsetzen in etwas Graues ist wie ein Kommentar, der aber vielleicht kein Kommentar sein will, also jedenfalls nicht into the face, sondern subtil, mit Distanz, befragend und gleichzeitig auch mit einer Maltechnik, die eben sehr dick aufträgt im wahrsten Sinne des Wortes. Und insofern ist Jasper Johns für unsere Ausstellung so zentral, weil er eben eines dieser Hauptsymbole dieser beiden Machtblöcke, die wir hier gegenüberstellt, in Frage stellt. Ja, wir stehen hier in einem Raum, in dem wir uns immer noch in den 60er Jahren bewegen, der aber hier auch eine thematische Verdichtung hat. Und zwar geht es hier um die Motivik des Krieges, die natürlich auf beiden Seiten auftaucht, aber auf sehr, sehr unterschiedliche Weise. Wir haben hier ein Gemälde von Boris Nemensky, der selbst 1945 als sehr junger Mann als Rotarmist nach Berlin vorgerückt ist. Und er war Kriegsberichterstatter, das heißt, er sollte vor allem Skizzen machen. Es gab wirklich Künstler, die solche Feldzüge und solche kriegerischen Handlungen tatsächlich skizziert haben als Dokumentarzeichner. Er erzählt eine Anekdote, auf der auch dieses Bild basiert, nämlich, dass er Pause machen wollte und sich hinsetzen wollte auf einen Baumstumpf und im letzten Moment gesehen hat, es handelt sich eigentlich um einen toten Soldaten, auf den er sich fast gesetzt hätte. Und es ist ein deutscher Soldat, es ist der erste tote deutsche Soldat, dem er wirklich begegnet. Und er ist vollkommen schockiert, denn es ist ein ganz junger Mann, jemand in seinem Alter, und er hat die gleichen rötlichen Haare wie er selbst. Und das löst in ihm wirklich eine Art von Schock aus, dass er sagt, es ist ein unsinniger Krieg und was macht der Krieg mit uns, dass wir so jungen Leute, die uns auch irgendwie so ähnlich sind, im Prinzip totschießen. Und das ist ein Motiv, was ihn nicht wieder loslässt. Und wir haben hier sozusagen eine Bearbeitung dieses Themas, wo er diesen toten deutschen Soldaten darstellt, aber zusammen mit einem gefallenen Rotarmisten. Und diese beiden im Prinzip verfeindeten Soldaten liegen jetzt im Tod vereint, ihre Haarschöpfe berühren sich sogar. Und was ich interessant finde und super anrührend auch ist, dass man auf den allerersten Blick noch nicht mal erkennt, dass es sich bei der anderen Figur überhaupt um einen Soldaten handelt. Also diese Schulterklappe erkennen wir eigentlich erst auf dem zweiten Blick. Das heißt, was wir sehen, sind eigentlich zwei tote junge Männer, die eigentlich auch Freunde sein könnten, die einfach eingeschlafen sind bei irgendeiner Art von Wanderung. Und es ist sicherlich völlig augenscheinlich, dass das Motiv, so wie er es aufgreift, der beiden toten Soldaten, für jegliche Art der militärischen Propaganda vollkommen ungeeignet ist.
Es ist eine Malerei, die auf den ersten Blick ein bisschen kitschig oder propagandistisch daherkommt, die aber eigentlich exakt das Gegenteil tut, nämlich auch gegen die Staatsdoktrin zu zeigen, dass jede Art von Krieg eigentlich sinnlos ist. Und wenn wir das gegenüberstellen zu Roy Lichtenstein, der auch eine kriegerische Szene malt, dann werden ganz, ganz große Unterschiede deutlich. Lichtenstein, man sieht es in dem Bild sofort, ist bekannt geworden dafür, eigentlich Comicbilder zu adaptieren. Man konnte herausfinden, welcher Comic das sogar ist, und deswegen wissen wir auch sehr genau, wo diese Handlung sich wirklich abspielt. In dem Comic geht es nämlich um eine Schlacht im westlichen Pazifik 1942, wo US-Marines gegen japanische Soldaten gekämpft haben. Das Interessante ist, dass Lichtenstein zwar selbst auch im Krieg war, aber eben nie wirklich in kriegerische Handlung verwickelt. Er war in Europa stationiert als Techniker, hat also höchstwahrscheinlich nie wie Nemensky wirklich tote Soldaten live gesehen, sondern war immer so ein bisschen hinter den Kulissen. Und vielleicht ist das auch ein Privileg, dass ihm das erlaubt, ein Kriegsthema mit so einer, ich möchte fast sagen, Unbekümmertheit darzustellen. Bei Nemensky ist es viel unmittelbarer, da schauen wir wirklich auf eine Kriegsthematik. Und ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied, wenn wir diesen Ausstellungstitel The Cool and the Cold auch hören. Das ist eine coole Malerei, die aber auch seltsam unterkühlt ist, weil sie sich immer auf eine Bildtheorie zurückziehen kann. Und natürlich kann man auch ethisch mal fragen, darf man eine Schlacht so darstellen, bei der schätzungsweise 40.000 Menschen gestorben sind? Und ich glaube, das ist eine Frage, mit der sich Lichtenstein nicht belastet. Ihm geht es dann eher doch um das Verhältnis zwischen Comic und Motiv. Die Ausstellung verfolgt ja eigentlich eine strenge Chronologie. Zwischendrin in der Ausstellung haben wir immer wieder verschiedene Themenbereiche aufgegriffen, die zwar in sich auch noch dieser Chronologie folgen, wo wir aber stärker auf bestimmte Themen mit den Werken Bezug nehmen. Und wir sind hier im Raum 8 und da geht es um das Thema Arbeit versus Freizeit. Richard Artschwager, dessen Werk Sie hier hinter mir sehen, zeigt einen Blick in ein Büro. Das ist eine Situation, wie es sie im Grunde genommen zum ersten Mal in dieser Art nach dem Zweiten Weltkrieg gibt. Auf der rechten Seite hinter mir kann man eine andere Arbeit sehen von Igor Popov, ungefähr aus derselben Zeit, von einem russischen Maler, der auch Arbeitswelt zeigt. Auch eine Arbeitswelt in der Gruppe, kein einzelner Arbeiter, der in einem Einzelbüro sitzt, sondern eine Gruppe, die beieinander sitzt, vor der Arbeit noch schnell eine Zigarette rauchen, bevor es richtig losgeht. Auf jeden Fall eine komplett andere Arbeitssituation, eine, wo die Männer, die man da sieht, sich darauf vorbereiten, mit den Händen sozusagen tätig zu werden, für aber auch wieder einen riesigen großen Betrieb. Also wir befinden uns in einer Zeit weltgesellschaftlich, wo Arbeit anonymer wird, wo die Tätigkeit nicht mehr vom Anfang bis zum Ende in der Hand einer Person liegt, sondern Arbeitsteilung stattfindet. Das gegenüberzustellen fanden wir sehr, sehr interessant, im Hinblick auch darauf, wie verbringen denn die Menschen, die man da bei der Arbeit sieht, ihre Freizeit. Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich die Raumfahrt für beide Mächte und auch für die Beziehung der beiden Mächte im Kalten Krieg zueinander. Und es beginnt dann im Laufe der 60er das sogenannte Space Race, also wirklich das Wettrennen darum, wer als erste Nation den Mond betritt. Und eine ganze Zeit lang hatte die Sowjetunion wirklich die Nase vorn und hat damit natürlich auch ein Thema gefunden, eine neue Art von Helden in Szene zu setzen. Und was dann entsteht, sind diese Art von Heldenporträts. Denn ich glaube, so muss man so ein Gemälde ansprechen. Das ist von Juri Koroljow und zeigt die Kosmonauten der sowjetischen Brüderstaaten. Und was ganz interessant ist an diesem Bild ist, wir sehen wirklich, wo die einzelnen Kosmonauten herkommen. Das hier zum Beispiel ist Arnaldo Mendes, der erste kubanische Kosmonaut. Und wir sehen hier diesen Stern, das ist das kubanische Staatsemblem. Für die Sowjetunion ist es eben nicht nur wichtig, man hat die Nase vorn, sondern es ist vor allem auch wichtig zu zeigen, dass es eine Gemeinschaftsleistung dieser Bruderstaaten der Sowjetunion ist.
Wenn wir uns Gemälde wie diese betrachten, neigen wir dazu, darin sofort eine Art Sowjetpropaganda zu sehen. Und natürlich hat es auch etwas Propagandistisches. Und das Interessante ist aber, wenn wir uns dann Bilder von zum Beispiel Lowell Nesbitt angucken, wo es ebenfalls um die Raumfahrt geht, muss man eigentlich sagen, auch das ist letztendlich Propaganda. Denn als die NASA sich mitten in diesem Space Race befindet, ist eine Aufgabe der NASA auch marketingmäßig, die US-Bevölkerung davon zu überzeugen, dass man da was sehr Sinnvolles tut. Es geht um sehr viel Geld. Und was sich die NASA unter anderem überlegt, ist, dass man Künstler einladen müsste, die Zugang zu den Anlagen der NASA und zu den Raketentests und so weiter bekommt, um Kunstwerke daraus zu schaffen. Und die Künstler nehmen natürlich dankend an, weil die sehen, das ist eine tolle Möglichkeit, eine völlig unverbrauchte neue Motivwelt für sich auch zu entdecken. Das Interessante fand ich bei diesen Bildern, dass Nesbitt, der ja Zugang zu den Anlagen der NASA hat, hier nicht vor Ort war. Hier ganz offensichtlich nicht. Er war nicht auf einem der Schiffe, die diesen Moment beobachtet hat. Und auch hier wissen wir sehr genau, dass er eigentlich nach einer Fotovorlage arbeitet und die groß aufbläht. Also eigentlich eine typische Pop-Strategie, Bilder abzumalen. Aber interessant, wenn man weiß, dass er eigentlich auch vor Ort viel gesehen hat. Auch hier haben wir natürlich diese wahnsinnig schönen Farben, fast ein bisschen zu schön. Das ist eigentlich eine Postkartenmotivik. Für uns ist das eine sehr wichtige Frage, kunsthistorisch, aber auch als Kuratoren, eben den Kanon auch wirklich zu hinterfragen und zu durchbrechen. Nicht mit den von uns noch während des Studiums gelernten Kategorien sozusagen vorzugehen, sondern sowohl der Sammlung als auch den Künstlerinnen und Künstlern eben gerecht zu werden, indem man die herkömmlichen Kategorien über Bord wirft und genauer hinschaut und im Vergleich eben auch Neues dann entdeckt, Bezüge entdeckt, Kenntnisse plötzlich sozusagen sichtbar macht, die die einzelnen Künstler hatten, ganz unabhängig von irgendwelchen kunsthistorischen Parametern. Dieses Kanonaufbrechen ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind gerade in einer Zeit, wo das erwartet wird, wo man das auch möchte und den Blick weiten möchte, eigentlich in der ganzen Geisteswissenschaft, aber auch in den Kunstmuseen. Und wir waren, glaube ich, fast überrascht, dass dieses Kanon-Erweitern aber selten Richtung ehemalige Sowjetunion geht, obwohl wir eigentlich einen Kontinent teilen. Und das ist etwas, wo wir unbedingt ran wollten. Und wir sind beide nicht als Sowjetkunstexperten in dieses Projekt gestartet, hatten aber, glaube ich, vielleicht eine ähnliche Neugier im Blick wie die Sammler damals auch und haben einfach festgestellt, es sind ungeheuer starke Werke, für uns wahnsinnig viele neue Entdeckungen. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir das den BesucherInnen vermitteln könnten, wären wir, glaube ich, sehr froh.